Glaube, Hoffnung, Liebe. Das steht in Korinther 13 aus der Bibel. Darin steht: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und das bedeutet eben, es ist die Gottesliebe gemeint. Das heißt, auch wenn wir nicht mehr glauben können und wenn wir keine Hoffnung mehr haben, eigentlich, dann ist immer noch die Gottesliebe da. Und es heißt ja, Gott schuf uns nach seinem Ebenbild, als sein Ebenbild. Und gerade in solchen Zeiten wie jetzt, Krieg in Europa, Krieg in der Ukraine, da ist man sehr oft an dem Punkt, wo es sehr schwer fällt, an das Gute zu glauben oder an die Erlösung oder vielleicht auch an Gott. Das ist nicht leicht, das kann ich auch bestätigen. Aber ich denke, es ist auch so, jeder von uns kann spüren, dass es etwas Größeres gibt als uns selbst, etwas Höheres. Das ist zu spüren, wenn man ganz ruhig wird, ganz seicht und sanft wird. Selig sind die Sanftmütigen. Und wenn man selber Frieden in sich hat und Frieden ausstrahlt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. So heißt es in der Bibel. Und wenn man dieses lebt, dann merkt man, da ist etwas Größeres. Man ist gar nicht selber derjenige, der letztlich über das Leben bestimmt oder das Leben steuert. Wir auch nicht unser eigenes Leben, bis zu einem gewissen Maße wohl. Und wir, die wir glauben, wir haben alles in der Hand und können alles lenken, müssen aber einsehen, dass es da Grenzen gibt. Und dass auch durch solche Faktoren, dass plötzlich ein Krieg entsteht. Etwas, was wir nicht wollen, was wir uns nicht wünschen, was wir nicht anvisiert haben, aber es kommt trotzdem plötzlich in unser Leben, in unsere Gegenwart. Und dann merkt man, wenn man etwas bescheidener wird, es gibt letztlich etwas Höheres. Und es gibt auch, wenn man das anerkennt, wir alle werden eines Tages gehen, sozusagen in Anführungsstrichen, wo die meisten von Tod sprechen, aber ich sage, es ist nicht der Tod, sondern wir gehen, wir legen unseren Körper ab, wir verlieren unseren Körper, aber unsere Seele lebt. Und auch in dieser Situation kann ich sagen, Gottvertrauen ist sehr schön und sehr wichtig und auf die Gottesliebe vertrauen. Letztlich, wenn wir wissen, dass wir eines Tages gehen müssen, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie,
aber wir wissen, dass wir gehen müssen, dann kann man sich sozusagen Gott hingeben. Man kann es nicht selber steuern, man hat es nicht in der Hand. Man kann nicht sagen, so, es wird jetzt geschehen, es sei denn, man nimmt sich selbst sozusagen das Leben. Und sonst gibt man sich dem Vertrauen hin. Man vertraut auf Gott, man gibt sich Gott hin, man liefert sich aus sozusagen und da ist immer noch ein Glaube, der Glaube und da ist die Hoffnung, und da ist die Liebe. Und es ist der Glaube an einen höheren Gott, einen Gott, der uns liebt. Und so könnte man auch sagen, der über uns herrscht. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und wir dürfen das Positive nicht vergessen, auch wenn jetzt so viel Negatives geschieht, sondern an das Schöne glauben, an das Positive glauben, nach vorne schauen und darauf vertrauen, dass man letztlich in Gottes Liebe landet oder sich dort befindet. Und das tun wir auch jetzt schon, auch wenn wir es nicht verstehen, befinden wir uns in Gottes Liebe. Und diese Gottesliebe ist eben größer als der Glaube oder das Vertrauen und sie wird noch da sein, die Gottesliebe, wenn es mal keinen Glauben, kein Vertrauen mehr geben sollte. Wenn man es sozusagen verliert, aber die Gottesliebe bleibt. Ja. Und ich glaube auf jeden Fall daran, dass es etwas Höheres gibt, etwas Größeres und etwas Positives, etwas Schönes und was ich auch als Liebe Gottes bezeichnen möchte und bezeichnen würde. Und ich wünsche es uns allen. Und in Verbindung damit bleibt noch ein Punkt, das ist der Punkt Wahrheit. Wahrheit ist sehr wichtig, weil Wahrheit sozusagen das geistige Licht ist. Es gibt nur eine einzige Wahrheit, das ist die Wahrheit. Das andere ist die Unwahrheit. Also ist die Wahrheit etwas, dem wir auch Vertrauen schenken können. Wenn wir Wahrheit finden oder gefunden haben, können wir darauf vertrauen, dass sie wahr ist, dass sie existiert, dass man darauf bauen kann, weil es nicht die Unwahrheit gibt, sozusagen auf die man hereinfällt, sondern man vertraut ja der Wahrheit. Und deshalb ist die Suche nach der Wahrheit und das Bauen auf die Wahrheit sehr, sehr wichtig. Und das praktizieren wir alle eigentlich auch auf irgendeine Art und Weise jeden Tag. Und das werden wir auch in Zukunft machen und das sollten wir auch in Zukunft machen. Ja. So. Also dieses sind die Worte aus Korinther 13. Nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, das ist ein schönes Leitbild und mit dieser Liebe ist auch Nächstenliebe gemeint. Es ist jetzt nicht unbedingt die Liebe, ein Liebespaar, was aber auch natürlich sein kann
und was Schönes, wenn es das ist, aber hier ist die Liebe im größeren Sinne, im höheren Sinne gemeint und das ist die Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist auch die Umsetzung der Gottesliebe. Die Liebe, die von Gott ausgeht. Ja. So, das wollte ich heute sagen. Ich wünsche uns allen viel Glück für die Zukunft und ich wünsche uns auch Frieden. Möge es uns gelingen, Frieden zu schaffen. Uns allen, uns als Menschen, Spezies Mensch, die Würde beweist. Die würdig ist, in Frieden leben zu dürfen und in Frieden leben zu können, weil sie das Leben respektiert und den Frieden respektiert und anderen Frieden und Liebe gewährt. So, das ist mein Wort von heute und jetzt mache ich Schluss.